Sehr verehrte Damen und Herren, das Unsichtbare sichtbar machen. Naturreines, vitales Grundwasser sichert unsere Trinkwasserversorgung, sorgt für intakte Ökosysteme und ist Voraussetzung für saubere Flüsse, Bäche und Seen, aber gleichzeitig Grundlage für gesunde Lebensmittel. Sauberes Grundwasser ist Lebensraum und Lebensmotor, ein großartiger Naturschatz, still, unsichtbar und leider zu oft viel zu wenig beachtet. Ich freue mich deshalb sehr, dass die Arbeitsgruppe Hydrogeologie der Friedrich-Alexander-Universität FAU das Motto des Weltwassertags 2022 Groundwater Making the Invisible Visible aufgreift und den Reichtum unter unseren Füßen in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Herzlichen Dank dafür an Sie, Herr Professor Barth, und die Mitglieder der Arbeitsgruppe der Hydrogeologie. Wir stehen im Wasserland Bayern gut da. Große Wasservorkommen und Grundwasser in höchster Qualität. Über 90% unseres Trinkwassers ist Grundwasser. Mehr als die Hälfte davon kommt naturbelassen und naturaufbereitet aus dem Wasserhahn. Ich spreche immer von flüssigem Gold. Ausreichend Niederschläge, durchschnittlich 940 mm im Jahr, jährlich 60 Billionen Liter. 20 Mal das Volumen des Starnberger Sees. Aber hier auch eine Einordnung. 940 mm Niederschlag im Jahr auf Bayern verteilt. Im Norden Bayerns haben wir oft 500, 475 Milliliter. Im alpinen Bereich gerne mal über 2000 mm. Das zeigt die große Herausforderung im Flächenland Bayern. Die große Herausforderung, die vor uns liegt zwischen Steppe und Wasserreichtum, zwischen Herausforderung im Norden und dem Schatz im Süden. Diesen Schatz auch zu schützen, zu schätzen, für kommende Generationen, eben unter der Prämisse, Wasser ist Leben. Unser Problem ist nicht die Niederschlagsmenge, sondern die Verteilung der Niederschläge. Der Klimawandel setzt auch uns in Bayern zu. Steigende Temperaturen, zu wenig Niederschlag und Grundwasserneubildung. Nehmen wir mal das Jahr 2021 aus, so hatten wir in den letzten 10 Jahren sehr, sehr starke rückläufige Werte an unseren Brunnenmessstationen. Niedrigste Grundwasserstände. Der Grundwasserschutz und die Versorgung der Bevölkerung mit sauberem Trinkwasser haben in Bayern deshalb höchste Priorität. Und das sehen Sie daran, dass wir in Bayern über 2200 Wasserversorger besitzen mit 3000 Brunnen. Das zeigt auch, wie wichtig es ist uns in Bayern, dass wir diese Weichen für eine gute Wasserzukunft stellen. Eine Strategie, die auf 5 Säulen beruht. Wasser speichern in der Landschaft und in den Städten. Wasser verteilen, den Status quo erfassen, interkommunal vernetzen, mit Fernwasser unterstützen und Versorgungspartnerschaften für die Zukunft. Wasser schützen, nachhaltige Nutzung, schützende Deckschichten erhalten, Einträge reduzieren. Die 4. Reinigungsstufe bei unseren Kläranlagen, die wir jetzt aktiv angehen. Das Wasser schätzen, einen Werte- und Bewusstseinswandel anstoßen, mit Aktionen zum Grundwasserschutz, einen Podcast zur Grundwasserüberwachung und natürlich auch perspektivisch unser Wassermobil, das durch Bayern reisen wird und Menschen überall in Bayern das Element Wasser erleben lässt. Wasser gesamtstaatlich und gemeinsam denken. Auch das notwendig nach einem Jahr gesamtgesellschaftlich und gemeinsam denken, in dem wir in Deutschland in 2021 erlebt haben, in Bayern, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, was es heißt, mit Starkregenereignissen herausgefordert zu sein, das beim Hochwasserschutz, gemeinsam an einem Tisch sitzen, aber auch bei der Wasserstrategie, um sauberes Wasser für die Zukunft uns alle zur Verfügung zu stellen. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, Grundwasserschutz ist Daseinsvorsorge und Zukunftsaufgabe. Wir alle stehen in dieser Verantwortung, Politik, Unternehmen und Gesellschaft. Gemeinsam sind wir verpflichtet, das wertvolle, gute Wasser zu schätzen und zu schützen. Mit dem Weltwassertag und der Veranstaltung der Arbeitsgruppe Hydrogeologie appellieren Sie und wir an die Verantwortung aller. Legen wir los
Und let's make the invisible visible. Wasser ist Leben. Sehr geehrte Damen und Herren, als Sonderbeauftragte für Nachhaltigkeit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg freut es mich, dass ich Sie heute zum Vortrag von Johannes Barth anlässlich des Weltwassertages begrüßen darf. Wir sprechen momentan ja sehr viel über Öl und Gas und verlieren dabei diese wichtige Ressource Wasser ein wenig aus den Augen. Das ist tragisch, weil wir ohne Öl und Gas, so entscheidend sie gegenwärtig für unseren Alltag auch sein mögen, werden überleben können. Ohne Frischwasser wird uns das nicht gelingen. Das allein ist, denke ich, Grund genug, sich intensiver mit dieser Thematik zu beschäftigen, auch weil wir mit der Ressource Wasser bisher nicht wirklich pfleglich umgegangen sind. Wir alle verbrauchen viel mehr Wasser, als uns tatsächlich bewusst ist. Und dabei handelt es sich vor allem um Wasser, das in Produkte eingeht, die wir Tag für Tag konsumieren. So liegt der geschätzte Wasserverbrauch eines Westeuropäers bei etwa 4.500 Litern täglich. In allererster Linie virtuelles Wasser, das für die Herstellung von Produkten verwendet wird, die wir konsumieren. Aufgrund dieser Problematik, die in Zukunft auch noch zunehmen wird, bin ich Johannes Barth sehr verbunden, dass er heute zu diesem Thema zu uns sprechen wird, uns interessante Einblicke geben wird. Und deshalb wünsche ich Ihnen jetzt einen spannenden und erkenntnisreichen Vortrag und natürlich auch allzeit eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Hallo und danke fürs Kommen, danke für Ihr Interesse am Weltwassertag 2022. Der Weltwassertag ist ja dieses Jahr dem Grundwasser gewidmet und es gab verschiedene Organisationen wie die Vereinten Nationen oder hier links sehen Sie das Logo der International Association of Hydrogeologists, die darum gebeten haben, eben Aktionen zu machen für das Grundwasser. Und das Motto ist eben das Unsichtbare sichtbar machen. Die sehen hier im Hintergrund unser schönes Institut im Schlossgarten, das Geozentrum Nordbayern an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und in unserer Arbeitsgruppe Angewandte Geologie gibt es eine Gruppe für Hydrogeologie. Und da sind wir natürlich auch bemüht, das Unsichtbare vom Grundwasser in Lehre und Forschung sichtbar zu machen. Ich fange an mit einer hübschen Skulptur von Jean Tinguely, die steht in Basel vor dem Museum Tinguely und die zeigt einen Springbrunnen mit Schläuchen und Rädern dran und das ist ein sehr dynamischer Brunnen, wenn man so will, der Wasser eben in alle Richtungen spritzt und es zeigt eigentlich so ganz gut die Komplexität von Wasser, wie komplex Wasser ist und es trifft eben auch für Grundwasser zu. Fangen wir mal ganz einfach an. Sie sehen hier ein einfaches Profil von der Landschaft mit Meer, ein paar Bäumen, geht es ein bisschen den Berg hoch. Und ich erkläre Ihnen kurz nochmal den Wasserzyklus, den Sie eigentlich schon kennen. Also wir haben Verdunstung. Das verdunstete Wasser kann sich eben auch über die Kontinente bewegen. Dann kann es regnen und das Wasser kann wieder verdunsten. Und dann gibt es manchmal auch so Spezialverdunstungen wie Transpiration, eben die Verdunstung durch Pflanzen. Und das Wasser fließt wieder ab und wir haben dann eigentlich schon einen geschlossenen hydrologischen Zyklus. Und so sieht man den hydrologischen Zyklus ganz oft auch in Lehrbüchern dargestellt. Aber es fehlt eben eine sehr, sehr wichtige Komponente, die oft ganz vergessen wird. Die wichtige Komponente ist Grundwasser. Das habe ich hier eben mal ganz prominent blau eingezeichnet. Das ist sehr, sehr wichtig, wie ich Ihnen jetzt gleich erkläre. Es gibt aber auch noch viele Fragen, die offen sind, zum Beispiel die Interaktion mit dem Meer oder auch die Grundwasserqualität. Hier zum Beispiel ein paar Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Also man geht davon aus, dass pro Jahr 5,4 Milliarden Kubikmeter Wasser gefördert werden und 62% davon ist eben direkte Grundwasserförderung.
Wasserförderung. Sie sehen, 14%, das orangene Dreieck von dem Kuchen, ist aus Oberflächengewässern, das ist eben Wasserversorgung aus Talsperren. Und es gibt noch so zwei Komponenten, die dazwischen liegen, das ist eben Quellwasser. Ja, Quellwasser kann man sagen, ist eigentlich direkt austretendes Grundwasser. Und Uferfiltrat, das sind Brunnen, die in der Nähe von Flüssen gebaut wurden. Und auch das ist eigentlich Grundwasser. Also wenn man diese ganzen blauen Segmente von dem Kuchen zusammenzählt, dann haben wir in Deutschland ungefähr 86% Grundwasserbeitrag zur Wasserversorgung. Und das ist in ganz vielen Ländern so, in manchen Ländern sogar noch mehr. Jetzt war ja die Herausforderung eigentlich, das Unsichtbare vom Grundwasser sichtbar zu machen. Und dazu habe ich eben allerhand Kolleginnen und Kollegen weltweit geschrieben und gefragt, könnt ihr mir nicht ein paar Bilder schicken für diesen Vortrag? Und da kam eigentlich eine tolle Sammlung zusammen an wirklich spektakulären Bildern zum Teil, die ich gern mit Ihnen teilen will. Sie sehen hier ein Bild von einem Kollegen aus Holland, Vincent Post. Und es zeigt eben eine artesische Quelle, einen artesischen Brunnen an der Küste von Namibia. Ganz viele Leute denken, so ein artesischer Brunnen funktioniert irgendwie mit einer Art Wasserblase im Untergrund, die sich dann entspannt und das Wasser so rausspritzt. Das ist leider nicht so, sondern es funktioniert anders. Ein artesischer Brunnen ist eben so, dass in einiger Entfernung von diesem Wasseraustritt ein Grundwasserneubildungsgebiet besteht und es liegt höher. Und wenn das Grundwasser gespannt ist, das heißt, es hat zum Beispiel unterhalb und darüber eine Tonschicht, die wasserundurchlässig sind oder wenig Wasser durchlassen, dann wird das Wasser praktisch an diesen Ausgangspunkt gedrückt. Das ist das Prinzip der kommunizierenden Röhren. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie ein Schlauch, wo Wasser drin ist und der an einer Seite höher gehalten wird und auf der anderen Seite läuft das Wasser dann raus. Hier ist ein anderes schönes Bild von Grundwasser, wie es sichtbar wird, sogenannte Karströhren in einem Steinbruch mit Kalksteinen in Süddeutschland fotografiert von Randolph Rausch. Man sieht, wie das Grundwasser hier eben ganz prominent zutage tritt. Eine andere Art, das Wasser sichtbar zu machen, ist eben in unserem Beruf für Hydrogeologie die Modellierung. Man sieht hier ein paar schöne Aufnahmen von dem Department Environmental Informatics am Helmholtz-Zentrum in Leipzig, am UFZ, wie man sagt. Und das sieht beinahe so aus wie ein abstraktes Gemälde. Also es sind Modellierer, die den Grundwasserfluss quasi visualisieren. Und die haben eben noch ein ganz tolles Labor, wo man mit 3D-Brillen sich den Grundwasserfluss ansehen kann. Man sieht hier zum Beispiel, wie ein paar Studierende sich das gerade ansehen. Wenn man so eine 3D-Brille aufhat, dann hat man tatsächlich das Gefühl, man ist selber ein Wassermolekül. Und man kann dann auch in so vergrößerte Poren zum Beispiel einfach reingucken oder auch reinlaufen. Andere Art, das Grundwasser sichtbar zu machen, ist zum Beispiel über einen Markierungsversuch, ein Tracerversuch. Sie sehen hier einen Eimer Wasser, da drin ist ein Farbstoff, Uranin, und wir benutzen diesen Farbstoff ganz oft, um das Grundwasser zu markieren und dann Dinge wie die Fließgeschwindigkeit oder die Ausbreitung vom Grundwasser abzuschätzen, indem man den Wiederaustritt von dem Schadstoff an einer anderen Stelle als die Eingabestelle beobachtet. Das ist also auch ein hydrogeologischer Trick sozusagen, um das Grundwasser sichtbar zu machen. Hier noch ein ganz anderes Bild aus dem Norden der Welt, aus dem Permafrost, weit nördlich in Quebec, in Kanada. Man sieht hier, wenn Sie mal auf das linke Bild schauen, eine schöne Permafrostlandschaft. Und Sie sehen, dort sind auch schon solche Tümpel. Man sagt dazu Thermokarst Lakes, Thermokarst-Tümpel, wenn man so will. Und es war eben so, dass vor einigen Jahren noch diese Tümpel Eis waren, im Boden gefrorenes Eis, Permafrost eben. Und man beobachtet jetzt eben, dass dieser Permafrost schmilzt. Und manchmal tritt es dann eben als Grundwasser in Form solcher Seen, kleinen Teiche, zutage. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Kollegin von mir, Marion Cochon. Und es ist tatsächlich etwas ungewöhnlich. Also normalerweise, wo sie steht, ist eine Grundwassermessstelle, dieses Rohr. Ja, wir nehmen normalerweise solche Grundwassermessstellen, um Wasser herauszuholen. Sie leert Wasser rein, es ist heißes Wasser. Es ist manchmal da noch so kalt, dass selbst das Grundwasser einfriert. Und um Messungen zu machen, muss man dann heißes Wasser reinleeren. Hier eine ganz andere Gegend in Brasilien, da hatten wir mal ein Forschungsprojekt vor einigen Jahren. Ein schönes Bild von dem Strand. Wir hatten da eigentlich an Talsperren gearbeitet, aber einen Tag durften wir auch zum Strand. Was alle diese Bilder gemeinsam haben, ist eben Ozean drauf oder Meer.
Ja? Und das ist ganz gut, um zu benutzen, um darzustellen, wie die Wasserbilanz global eigentlich zusammengesetzt ist. Also man geht davon aus, dass wir weltweit aktiv am hydrologischen Zyklus teilnehmend ungefähr 1400 Millionen Kubikkilometer Wasser haben. Aber 97, manche Leute sagen 97,5% davon ist eben in den Ozeanen und nur 3% davon ist Frischwasser. Wenn wir uns mal dieses 3% Frischwasser ansehen, dann ist auch nicht alles davon Grundwasser. Es ist auf den Kontinenten, okay, ein Großteil davon. Die Zahlen gehen so ein bisschen auseinander, je nachdem, welche Literatur man sucht. Ich habe einige unten hingeschrieben. Ein Großteil von dem Frischwasser auf der Welt ist immer noch Eis. Man sagt ca. 70%. Sehr kleine Teile sind Seen und Flüsse. Die erneuern sich aber dafür ziemlich schnell. Und ungefähr 30% ist man sich einig, plus minus, ist eben nutzbares Grundwasser. Wie viel ist es? Auch da gehen die Zahlen wieder auseinander. Es gibt eine Arbeit von vor einigen Jahren. Da ist eine Schätzung, dass das gesamte Grundwasser weltweit auf den Kontinenten eben ungefähr 22 Millionen Kubikkilometer hat. Das ist immer noch eine unglaublich große Zahl. Und dann wird im Näheren diskutiert, dass nicht alles davon nutzbar ist. Es gibt tatsächlich sehr, sehr salzige Grundwässer, die oft dann auch ganz alt sind. Und eine Schätzung, etwas jüngeres Grundwasser, das jetzt weniger alt als 50 Jahre ist ungefähr 350.000 Kubikkilometer. Aber auch darüber kann man streiten, es ist etwas mehr oder weniger. Eine andere wichtige Zahl ist, dass Grundwasser, egal mit was man es vergleicht, weltweit die wirklich am meisten geförderte Ressource ist. Ich habe Ihnen hier mal einfach zusammengesucht, ein paar Zahlen, Öl, Kohle, auch Sand und Kies. Und wenn man das ist die jährliche Förderung sozusagen in Kubikkilometern. Und wenn man das mit dem Grundwasser vergleicht, dann sehen Sie schon, wir haben beinahe 1000 Kubikkilometer gefördertes Grundwasser pro Jahr und das stellt alles in den Schatten. Okay. Jetzt könnte man überlegen, na gut, wir haben so ungefähr 1000 Kubikkilometer Wasserförderung, Grundwasserförderung pro Jahr. Wir haben 22 Millionen Kubikkilometer. Man könnte sich ausrechnen, wie lange das reicht. Also das Ergebnis sind viele 1000 Jahre oder wenn man das verfügbare Wasser nimmt, dann sind es immer noch Hunderte von Jahren. Und man könnte sagen, es ist doch eigentlich kein Problem. Wir haben doch genügend Wasser. Jetzt, wo ist das Problem? Das liegt hier, das sieht man auf dieser Karte. Diese Karte WIMAP sagen wir dazu, die wurde von der UNESCO und der Bundesanstalt für Geowissenschaften gestartet und wird immer weiter entwickelt. Und Sie sehen eben eine Weltkarte. Überall dort, wo es blau ist, haben wir eben große Grundwasserreserven. Okay? Meistens sind es große sedimentäre Becken, wo eben auch viel Wasser gespeichert ist. Interessant, im Norden von Europa, Norwegen und Schweden oder auch Kanada, haben wir braune Farben. Das bedeutet, wir haben wenig Grundwasser. Das sind eben alte granitische und gneisische Gesteine, Hartgesteine, die wenig Porosität haben. Also gibt es dort auch wenig Grundwasser. Und auch interessant, wenn Sie mal auf Afrika gucken, zum Beispiel Nordafrika und Saudi-Arabien, da haben wir zumindest große hellblaue Flecken. Das bedeutet, wir haben auch dort viele große Grundwasserleiter, aber gleichzeitig wissen wir, dass dort die Wüstengebiete sind von unserer Erde. Also haben wir keine aktive oder nur eine sehr geringe aktive Grundwasserneubildung. Und das Wasser, das man dort findet, ist eben sogenanntes fossiles Grundwasser. Es erneuert sich nicht in der heutigen Zeit, sondern wurde vor vielen tausend Jahren gebildet. Wenn man dieses fossile Grundwasser nutzt, das kann man tun, dann muss man sich aber bewusst sein, dass es eben eine sehr kostbare Ressource ist, die sich nicht, zumindest heute nicht, erneuert. Schauen wir mal weiter. Hier ist man könnte denken, eine idyllische Morgenlandschaft mit Nebel in einem Tal, von einem Kollegen aufgenommen aus Bremen, Thomas Pichler. Aber in Wirklichkeit ist es tatsächlich eine Unterwasseraufnahme, sieht man hier in dem Bild. Und was aussieht wie Nebel, sind tatsächlich salinare Lösungen, also hochsalzige Lösungen, die über den Meeresboden in den Ozean oder in das Meer eintreten. Okay? Da gibt es zum Teil ganz bizarre Strukturen oder ganz bizarre Erscheinungen. Hier sieht man eine Aufnahme an der Küste von Papua-Neuguinea. Manchmal ist das eintretende Grundwasser heiß oder hat einen besonderen Mineralgehalt.
oder trägt eben auch Gase und dann sieht es eben so aus. Das sind Sonderfälle, aber es bringt eigentlich ganz gut rüber einen Punkt, der sehr wichtig ist. Das sieht man nochmal auf unserer Weltgrundwasserkarte. Ich habe jetzt überall die Küsten mit so roten Doppelpfeilen versehen, weil eben ein sehr wichtiges Forschungsgebiet ist der Austausch zwischen dem Meerwasser und dem küstennahen Grundwasser. Ja, es gibt in der Nähe der Küsten eine sehr hohe Besiedlungsdichte. Wir haben auch viele große Städte. Denken Sie an Kairo, denken Sie an Los Angeles, Tokio. Es gibt viele Beispiele, also viele große Städte sind in der Nähe von Küsten und man kann auch zeigen, dass eben in der Nähe von Küsten viel Landwirtschaft betrieben wird. Das heißt, wir haben einen hohen Wasserbedarf, dann wird viel Grundwasser gefördert und es bringt eben auch die Gefahr mit sich, dass wir Meerwasser in die küstennahen Grundwasserleiter praktisch einspülen. Und das ist an für sich eine Katastrophe, weil wenn das einmal passiert, dann kriegt man das salzige Wasser fast nicht mehr raus und es wird unbrauchbar. Das heißt, man muss sehr aufpassen, dass man eben keinen Seawater Intrusion, sagt man auf Englisch, also keine Meerwasserintrusion in die küstennahen Aquifere erzeugt. Man kann das teilweise vermeiden, indem man Frischwasser in Brunnen, die ganz nah an der Küste sind, wieder injiziert, um das salzige Wasser zurückzudrängen. Das ist zum Beispiel eins. Und man weiß aber auch, zum Beispiel in der Nähe von New York, an der Küste von New Jersey, da gibt es Grundwasserleiter, die sind gespannt, also mit einer Tonschicht drüber und drunter. Und die reichen viele Kilometer unter den Meeresboden hinaus von der Küste weg. Ja, und die enthalten aber Frischwasser. Manchmal sind es glaziale, sehr alte Wässer aus der Eiszeit. Manchmal sind es aber auch Wässer, die neu gebildet wurden an Land und dann praktisch unter den Meeresboden sozusagen versickern. Und man überlegt heute schon, ob die Wasserversorgung in der Zukunft nicht vielleicht auch offshore stattfinden könnte. Das heißt, so ähnlich wie mit einer Ölplattform, wo man Wasser eben fördert von so einem Ölförderturm, könnte man in Zukunft auch Wasser fördern. Hier ist noch ein ganz anderes Thema, der Klimawandel. Wasser ist natürlich, das wird jeder wahrscheinlich unterschreiben, eng verbunden mit dem Klimawandel. Sie sehen hier immer wieder das gleiche Bild. Das ist die Karte von Deutschland, es kommt von Zeit Online und die ist jedes Mal anders gefärbt, über viele Jahre hinweg verfolgt. Und blau bedeutet natürlich kühler und rot wärmer. Wenn wir uns mal die unterste Zeile ansehen, dann sehen wir sehr viel Rot. Das bedeutet, in den letzten 20 Jahren hatten wir deutliche Erwärmung. Und das ist nicht nur in Deutschland so, es ist eigentlich in ganz Europa, eigentlich auf der ganzen Welt. Jetzt dreht sich hier um Temperatur, aber wir wissen alle, wenn sich die Temperatur ändert, dann haben wir unter Umständen auch lange Trockenperioden. Das ist eine Gefahr, auch fürs Grundwasser. Oder wir haben heftige Niederschlagsereignisse, sogenannte Extremereignisse. Die müssen gar nicht mal so groß sein. Auch ein ganz normales Gewitter ist für die Grundwasserneubildung gar nicht so gut. Also wenn wir Grundwasser neu bilden wollen, dann ist das Beste, dass es lang und anhaltend regnet. Ich zeige Ihnen mal das Problem anhand von einem Beispiel. Sie sehen hier einen Kollegen von mir, Herrn Bayer, wie er eben in einer Untersuchung von dem Tiefenbrunnen in Nürnberg involviert ist. Der geht in eine grundwasserführende Schicht, die nennt man Burg- und Blasensandstein. Diese Erkundung war zusammen mit Spezialisten, die sich dann auch abgeseilt haben in den Brunnen und war auch ein seltener Zugang zum Grundwasser. Da waren dann auch Taucher involviert, die dann praktisch den Brunnen auch archäologisch erkundet haben. Aber hier ist einfach ein seltener Einblick ins Grundwasser. Was uns interessiert, ist eben die Entwicklung von dem Wasserstand von so einem Brunnen und eben auch von vielen anderen Brunnen. Ich nehme den hier mal als Beispiel. Sie sehen hier auf der X-Achse die Jahreszahlen, also der Wasserstand über mehr als 20 Jahre in diesem Nürnberger Brunnen. Und auf der Y-Achse sehen Sie praktisch den Wasserstand in Metern über NN. Und Sie sehen, es gibt ganz schöne Schwankungen. Es geht so hin und her und es ist zum Teil einfach jahreszeitlich bedingt. Wenn es im Winter oder Herbst viel regnet, dann steigt auch der Grundwasserstand wieder an und im Sommer sinkt er eben wieder ab. Aber was bemerkenswert ist, sind so die letzten 5 bis 7 Jahre. Da haben wir zwar auch immer wieder Erholungen, aber einen generellen Trend, dass der Grundwasserstand in diesem Brunnen
so 4 bis 5 Meter abgesunken ist. Und das ist dann schon alarmierend. Jetzt könnte man sagen, naja, das ist in einer Stadt gemessen. Eine Stadt hat sowieso viele versiegelte Flächen. Da kann das Grundwasser ja gar nicht so gut sich selbst erneuern, also versickern. Stimmt, und deswegen ist es eigentlich umso alarmierender. Aber es gibt solche Trends eigentlich überall. Hier sieht man mal eine flächenhafte Karte vom Niedrigwasserdienst Bayern. Die Punkte, die Sie hier sehen auf der Karte, sind Beobachtungsbrunnen oder wirkliche Brunnen, teilweise auch Quellen. Und entscheidend ist die Farbe. Also wenn Sie orange und rot sehen, dann haben wir tatsächlich Niedrigwasserstände oder extreme Niedrigwasserstände, wenn Sie rot sehen. Okay, das war in 2018. Das ist jetzt eine Karte von Bayern, aber es könnte im Grunde überall in Deutschland oder überall in Europa sein. Also es ist ein Trend, der nicht nur regional in Bayern existiert, aber hier hatte ich eben gerade die Daten zur Verfügung. 2019 gab es eine Verbesserung, viele Punkte sind grün geworden, wir haben also steigende Grundwasserstände. 2020 gab es wieder eine Verschlechterung und vor wenigen Wochen habe ich das nochmal auf dem Internet nachgesehen und da haben wir eine weitgehende Erholung. Aber es bringt einen sehr wichtigen Punkt rüber. Das heißt, wenn wir eine Grundwasserspiegelabsenkung haben, dann dauert es unter Umständen viele Jahre, bis eine Erholung wieder eintritt. Und bei manchen Stellen, es gibt hier immer noch orangene und rote Punkte, ist die Erholung des Grundwasserstandes immer noch nicht abgeschlossen. Ein sehr wichtiges Element für die Grundwasserneubildung ist eben Schnee. Ja, und es hat dann auch wieder mit klimatischen Veränderungen zu tun. Wir alle wissen, es gab in den letzten Jahren, wenn überhaupt, dann nur eine relativ geringe Schneebedeckung. Schnee ist eben so wichtig für Grundwasser, weil wenn die Schneebedeckung schmilzt, dann sickert das schmelzende Wasser eben ganz langsam, dringt es in den Boden ein und trägt dann praktisch zur Erhöhung des Grundwasserspiegels bei. Und wenn es weniger Schnee gibt, dann haben wir eben auch weniger Grundwasserneubildung. Was kann man tun? Es wird eben schon gemacht in vielen ariden Ländern. Sie sehen hier ein Bild von einem Kollegen aus Dresden, Katalin Stephan. Der ist ein Spezialist für MAR, das steht für Managed Aquifer Recharge, also künstliche Grundwasseranreicherung. Das ist ein Bild aus Australien. Man sieht hier eine Brunnenanlage, aber es ist keine Förderbrunnenanlage, sondern eine Injektionsbrunnenanlage. Also hier wird Wasser aktiv in den Grundwasserleiter wieder eingebracht als Zwischenspeicher. Das ist gar nicht so leicht, weil man muss viele Dinge bedenken, wie zum Beispiel Trübstoffe. Man muss auch sehr genau auf die Grundwasserqualität achten. Also ist es eine große Herausforderung. Hier ist ein anderes Bild, wie man eben so künstliche Grundwasseranreicherung betreibt, teilweise über solche Versickerungsbecken. Das ist ein Bild aus Frankreich und zeigt eben, dass auch hier in Europa das Thema künstliche Grundwasseranreicherung immer wichtiger wird. Damit bin ich eigentlich schon fast am Ende vom Vortrag. Ich würde noch kurz den Begriff Schwammstadt in den Ring werfen. Also es ist so, dass man auch gerade in Städten immer mehr darüber nachdenkt, wie man das Wasser eben möglichst effizient zurückhalten kann. Dabei spielt Grundwasser eine wichtige Rolle und natürlich auch Grünflächen. Hier sehen Sie ein paar Bilder vom Schlossgarten direkt vor unserer Haustür. Eine wunderbare Grünfläche, die eben auch in Sommermonaten viel Kühlung für die Stadt bringt. Aber auch wenn es jetzt mal nicht so schön ist und regnet, ist es eine sehr wichtige Fläche, weil es eben entsiegelt ist, also es ist keine Beton oder Asphalt, keine Gebäude und dort kann das Grundwasser eben gut eindringen oder das Regenwasser gut eindringen und das Grundwasser erneuern. Was kann man zusammenfassend sagen? Grundwasser, konnte ich Ihnen hoffentlich zeigen, ist eben sehr, sehr wichtig. Es ist eines der essentiellen Themen für Nachhaltigkeit und es gibt eben so Prinzipien, dass man nicht mehr Grundwasser entnehmen darf, wie sich eben neu bildet. Und es ist eine komplexe Thematik für sich selbst. Entsiegelung von Flächen wird für uns immer wichtiger, wenn wir das Grundwasser erhalten wollen. Und etwas, das jetzt nur am Rande in diesem Vortrag vorkam, war eben die Grundwasserqualität. Die ist eben auch sehr, sehr wichtig. Ganz oft ist es so, ähnlich wie bei Flüssen und Seen, wenn wir weniger Wasser haben, dann ist eben oft auch die Qualität von dem Wasser schlechter und ist beim Grundwasser so ähnlich. Also muss man enorm darauf achten. Ja, ich wünsche uns allen einfach ein besseres Verständnis für Grundwasser und eine gleichbleibende oder gute Grundwasserqualität für alle. Danke fürs Zuhören.